der Höhepunkt des Parteitages der Demokraten, die Rede von Kamala Harris. Ja, und die Delegierten, die feiern ihre Kandidatin eindeutig. Bei ihrer Rede, da warnt die Präsidentschaftskandidatin vor einem Wiederzug des republikanischen Ex-Präsidenten Trump ins Weiße Haus. Das hätte schwerwiegende Konsequenzen, betonte Harris und griff ihn mehrmals auch ganz direkt an. Mit der Abstimmung am 5. November bietet sich den USA die Chance, die spaltenden Kämpfe der Vergangenheit hinter sich zu lassen. Harris erklärte, sie wolle eine Präsidentin für alle Amerikaner sein und die Spaltung überwinden. Und auch das kaputte Einwanderungssystem will sie reformieren. Nachdem ich nun jahrelang in der Strafverfolgung gearbeitet habe, weiß ich, wie wichtig es ist, sich sicher zu fühlen, besonders an unserer Grenze. Letztes Jahr sind Jill und ich mit Demokraten und Republikanern zusammengekommen und wir haben eine der stärksten Vereinbarungen zur Grenzsicherung ausgearbeitet und alle waren damit einverstanden. Aber Donald Trump hatte Angst, dass es seiner Wahlkampagne schaden würde. Deshalb hat er seine Verbündeten im Kongress darum gebeten, diese Vereinbarung nicht zu verabschieden. Er spielt mit unserer Sicherheit. Und ich kann Ihnen nun Folgendes versprechen. Als Präsidentin werde ich diese parteiübergreifende Vereinbarung wieder auf den Tisch bringen und ich werde diese Vereinbarung unterzeichnen und es wird zu einem Gesetz kommen. Ich weiß, dass wir unserem stolzen Erbe als Nation von Einwanderern gerecht werden können. Ich weiß, dass wir unser kaputtes Einwanderungssystem beheben können. Ich weiß, dass wir gleichzeitig auch unsere Grenzen sichern können. Und unser US-Korrespondent Michael Wöhnweber hat natürlich die komplette Show und die Rede von Kamala Harris für uns dort vor Ort begleitet. Ist immer noch in Chicago. Michael, einen schönen guten Morgen. Ja, also es gab ja Kritik auch ein bisschen, dass eigentlich keiner so richtig weiß, wer ist eigentlich Kamala Harris. Konnte sie das mit ihrer Rede jetzt klarer machen? Also in einigen Punkten auf jeden Fall schon. Auf jeden Fall war es zuerst einmal eine patriotische Rede und sie hat sich selbst erklärt. Das sind, glaube ich, die zwei Punkte, die man herausstellen muss. Dann die massiven Angriffe auf Donald Trump. Ein Großteil der Rede bezog sich auf Donald Trump in dem Versuch, ihn zu stellen. Und ja, auch inhaltlich hat sie das ein oder andere tatsächlich konkretisiert. Zum Beispiel, wir haben den O-Ton ja gehört, gerade eben zum Thema Migration, dass sie diesen Deal, den Donald Trump gekillt hat, dass sie diesen unterzeichnen würde. Und da waren viele bittere Pillen für Demokraten zumindest drin. Da ist man Schritte auf die Republikaner zugegangen. Das wäre also ein überparteilicher Kompromiss, wenn er denn dann kommen würde. Und der macht klar, dass sie beim Thema Migration also sich jetzt nicht treiben lassen möchte von Donald Trump, sondern dass sie das Signal setzt in die amerikanische Bevölkerung hinein. Ja, auch ich tue da was. Ja, dann beim Thema Mittelklasse, die Mittelklasse stärken, Steuererhöhungen zum Beispiel, also Steuern erleichtern. Und das sind natürlich die Themen, womit sie auch andocken möchte bei den Unentschlossenen, bei den sogenannten Independents. Also sie hat da durchaus ein Programm mitgeliefert. Ein klares Ja zur NATO, ein klares Ja zu den Streitkräften. Wir wollen die stärksten Streitkräfte der Welt haben, dass sie dafür die Garanten sei. Und die Rede wurde auch immer wieder von USA-Rufen unterbrochen. Und das ist auch, so habe ich es mir erklären lassen, nicht üblich bei Conventions der Demokraten. Das ist ein neuer Zug. Also ich sage, eine patriotische Rede, die ein Angebot auch für Nicht-Demokraten in Teilen zumindest ist.